Welcome back. This is episode 3 of Ein Koffer, ein Traum. One suitcase, one dream. Our story follows David, a young student from Nairobi, Kenya, who moved to Munich to study engineering at one of Germany's best universities. He arrived with one suitcase, very little money, and a big dream. In episode 2, David had his first day at the language school. He was nervous, but by the end of the day, he had found his first friends. Now, 3 months later, David is studying for the most important exam of his life. It is late. It is quiet. And then his phone rings. His mother, calling from Nairobi. Everything changes. Just listen. Don't worry if you don't understand every word. That is completely normal. After the story, we will practice vocabulary together. Let's begin. Der Anruf aus der Heimat. The call from home. Mein Name ist David. Ich bin aus Nairobi. Ich wohne jetzt in München. Ich studiere hier. Das Leben hier ist gut. Aber manchmal ist es auch schwer. Es ist Dienstag. Es ist Abend. Es ist 8:30. Ich sitze an meinem Schreibtisch. Vor mir liegt ein Buch. Das Buch ist groß. Das Buch ist schwer. Es hat viele Seiten, sehr viele Seiten. Das Buch heißt Grundlagen der Statik. Das ist ein Buch über Ingenieurwesen. Es ist nicht einfach. Es ist sehr schwierig. In 3 Tagen habe ich eine Prüfung. Die Prüfung ist am Freitag um 9 Uhr morgens. Die Prüfung ist wichtig, sehr wichtig. Ich muss bestehen. Ich muss gut sein. Ich lerne schon seit 4 Stunden. Mein Kopf ist müde. Meine Augen sind müde. Aber ich lerne weiter. Das Zimmer ist still. Draußen ist es dunkel. Es ist November. In München wird es früh dunkel im November. Um 4 Uhr nachmittags ist es schon Nacht. Das war am Anfang sehr seltsam für mich. In Nairobi ist es länger hell, hier nicht. Auf meinem Schreibtisch steht eine Lampe. Die Lampe gibt gelbes Licht. Das Licht ist warm. Ich mag dieses Licht. Es macht das Zimmer ein bisschen gemütlicher. Neben der Lampe steht ein Glas Wasser und ein Stift und viele Papiere. Überall Papiere. Mit Zahlen, mit Formeln, mit Notizen. Ich schaue auf die Seite vor mir. Ich lese einen Satz. Ich verstehe ihn nicht. Ich lese ihn noch einmal. Ich verstehe ihn ein bisschen besser. Ich schreibe etwas auf. Ich lese weiter. So geht es seit 4 Stunden. Lesen, nicht verstehen. Noch einmal lesen, schreiben, weiterlesen. Das ist Lernen. Das ist mein Leben gerade. Dann, um 8:30, klingelt mein Handy. Ich schaue auf das Display. Ich sehe den Namen. Mama. Ich lächle. Immer wenn ich diesen Namen sehe, lächle ich. Das passiert einfach. Ich kann nichts dagegen tun. Ich nehme das Handy. Ich drücke auf den grünen Knopf. Hallo Mama. David, Ihre Stimme. Ich höre Ihre Stimme. Und alles ist auf einmal anders. Das Zimmer, das Buch, die Prüfung. Alles ist noch da. Aber ich bin kurz woanders. Ich bin kurz zu Hause. Wie geht es dir? Fragt meine Mutter. Ihre Stimme klingt gut. Sie klingt warm. Sie klingt wie immer.
Gut, Mama, sage ich. Mir geht es gut. Das ist nicht ganz wahr. Ich bin müde. Ich bin nervös wegen der Prüfung. Aber ich sage, gut, weil ich sie nicht besorgen möchte. Lernst du? Fragt sie. Ich lache kurz. Ja, Mama, ich lerne. Seit 4 Stunden. Gut, sagt sie. Das ist gut. Kurze Pause. Hast du gegessen? Ich denke nach. Habe ich gegessen? Ich erinnere mich an das Mittagessen. Ein Sandwich. Vor vielen Stunden. Ja, sage ich. Ich habe gegessen. Das ist auch nicht ganz wahr. Aber manche Dinge sagt man einer Mutter nicht. Sie lacht. Ich höre ihr Lachen. Dieses Lachen kenne ich seit 23 Jahren. Es ist das schönste Geräusch der Welt. David, sagt sie dann. Ihre Stimme klingt jetzt anders, ein bisschen leiser, ein bisschen ernster. Ich kenne diesen Ton. Wenn meine Mutter so spricht, dann kommt etwas Wichtiges. Ich setze mich gerade hin. Ich lege das Buch zur Seite. Ich höre zu. Dein Bruder ist krank, sagt sie. Ich sage nichts. Ich warte. Samuel ist krank. Seit einer Woche. Samuel. Mein kleiner Bruder. Er ist 19 Jahre alt. Er ist noch zu Hause in Nairobi. Er geht noch zur Schule. Was hat er? Frage ich. Meine Stimme ist ruhig, aber innen bin ich nicht ruhig. Der Arzt sagt, es ist Malaria. Ich schlucke. Malaria. Das ist nicht gut. Aber es ist auch nicht selten. In Nairobi gibt es Malaria. Ich kenne das. Ich hatte es selbst einmal. Als Kind. Ist er im Krankenhaus? Frage ich. Nein, sagt meine Mutter. Er ist zu Hause. Beim Arzt war er schon. Hat er Medikamente? Ja, aber die Medikamente kosten Geld. Ich verstehe jetzt. Ich verstehe, warum sie anruft. Wie viel? Frage ich. Meine Stimme ist ruhig. Ich versuche ruhig zu bleiben. 300 €, sagt sie. Für die Medikamente und für den Arzt. 300 €. Ich schaue auf meinen Schreibtisch. Ich denke nach. Ich habe 230 € auf meinem Konto. Das ist alles. Bis zum Ende des Monats. Dann kommt das Stipendium. Aber das ist noch 12 Tage hin. 12 lange Tage. 230 €. 300 gebraucht. Das geht nicht auf. Mama, sage ich langsam. Ich habe gerade nicht so viel. Es ist still. Eine lange Stille. Ich weiß, sagt sie dann. Ihre Stimme ist leise. Ich weiß, David. Es tut mir leid. Nein, Mama. Es tut mir leid. Wir sagen beide nichts. Eine Mutter und ihr Sohn, 4000 Kilometer voneinander entfernt. Beide still, beide traurig. Wie geht es Samuel gerade? Frage ich. Er schläft, sagt meine Mutter. Er hat Fieber, aber er schläft. Kann ich kurz mit ihm sprechen? Nicht jetzt, er schläft wirklich. Kurze Pause. Aber ich kann ihm sagen, dass du angerufen hast. Ja, bitte sag ihm das. Ich stehe auf. Ich gehe zum Fenster. Draußen ist es dunkel und kalt. Die Straße ist nass.
Es hat geregnet. Ein Auto fährt vorbei. Die Lichter leuchten auf dem nassen Boden. Ich denke an Samuel. Er liegt in seinem Bett in Nairobi. Er hat Fieber. Er schläft. Er weiß nicht, dass ich gerade an ihn denke. David, meine Mutter ist noch da. Ja, Mama, ich bin noch da. Mach dir keine Sorgen, sagt sie. Samuel wird gesund, das wird gut. Sie sagt das ruhig, sicher, so wie Mütter reden, als ob sie es wirklich wissen, als ob ihre Worte es wahr machen können. Vielleicht können sie das. Vielleicht weiß ich das noch nicht. Und du? Frage ich. Wie geht es dir, Mama? Mir geht es gut, sagt sie. Ich bin müde. Aber gut. Schläfst du genug? Sie lacht wieder. Ich bin die Mutter. Ich frage dich, ob du schläfst. Jetzt lache ich auch. Ein kurzes Lachen. Aber es tut gut. Wann ist deine Prüfung? Fragt sie. Am Freitag, sage ich. Freitag. In 3 Tagen. Und bist du bereit? Ich schaue auf das Buch auf meinem Schreibtisch. Grundlagen der Statik. Die vielen Seiten, die Formeln, die Notizen. Ich lerne noch, sage ich. Das ist gut, sagt sie. Du schaffst das, David. 4 Wörter. So einfach. Aber ich höre sie, und mein Herz wird ein bisschen größer. Danke, Mama. Du musst nicht Danke sagen. Ich bin deine Mutter. Wir reden noch 10 Minuten. Sie erzählt mir von zu Hause. Die Nachbarin hat ein Baby bekommen. Das kleine Mädchen vom Markt hat geheiratet. Der Baum vor dem Haus hat einen neuen Ast. Kleine Dinge. Alltägliche Dinge. Dinge, die in Nairobi passieren, während ich hier bin. Das Leben geht weiter, auch ohne mich. Das weiß ich. Aber manchmal vergesse ich es. Und dann erinnert mich meine Mutter daran. Mit kleinen Geschichten. Mit normalen Worten. Ich muss jetzt schlafen, sagt sie am Ende. Es ist spät hier. Wie spät ist es bei dir? Fast 11. Ich rechne kurz. München und Nairobi. 2 Stunden Unterschied. Sie ist 2 Stunden vor mir. Oder ich bin 2 Stunden hinter ihr. Ich weiß nicht, wie ich das sagen soll. Gut, schlaf gut, Mama. Du auch. Und lern nicht zu lange. Ich versuche es. David? Ja. Ich liebe dich. 3 Wörter. Auf Englisch sagt man I love you. Auf Deutsch ich liebe dich. In unserer Sprache sagt man es anders. Aber es bedeutet das Gleiche. Immer dasselbe. Überall auf der Welt. Ich auch, Mama, sage ich. Ich auch. Das Gespräch ist vorbei. Ich lege das Handy auf den Schreibtisch. Ich sitze still. Samuel ist krank. Er braucht Medikamente. Die Medikamente kosten 300 €. Ich habe 230. Das reicht nicht. Ich schaue auf das Buch. Grundlagen der Statik. Die Prüfung ist in 3 Tagen. Ich habe 2 Probleme. Beide sind groß. Ich kann nicht beide gleichzeitig lösen. Ich denke nach. Lange.
Dann nehme ich einen Stift. Ich nehme ein leeres Blatt Papier. Ich schreibe oben auf das Papier: Was kann ich tun? Ich schaue auf die Frage. Ich denke. Und dann beginne ich zu schreiben, weil das das Einzige ist, was ich jetzt tun kann. Denken, planen, nicht aufgeben. Das hat mir mein Vater beigebracht. Und mein Vater ist nicht mehr da. Aber seine Worte sind noch da. Sie sind immer noch bei mir. Hier in München. In diesem kleinen Zimmer. An diesem Schreibtisch. Heute Nacht. Ich sitze am Schreibtisch. Das Handy liegt vor mir. Das Gespräch ist vorbei. Aber ich denke noch darüber nach. Ich nehme einen Stift. Ich schreibe auf ein leeres Blatt Papier. Ich habe 230 Euro. Samuel braucht 300 Euro. Ich brauche noch 70 Euro. Ich schaue auf die Zahlen. 70 Euro. Das ist nicht viel. Für manche Menschen ist das nichts. Für mich ist es gerade alles. Ich denke nach. Ich habe Freunde hier in München. Amara, Kenji, Oma, Tarik. Ich könnte jemanden fragen, aber es ist 9:30 nachts und ich mag nicht fragen. Nicht um Geld. Das ist schwer für mich. Ich schaue auf das Buch. Grundlagen der Statik. Die Prüfung ist in 3 Tagen. Ich atme tief ein. Ich atme langsam aus. Dann mache ich das Buch auf. Ich lese weiter. Was sonst? Ich kann heute Nacht nichts tun. Ich kann nur lernen. Also lerne ich. Um Mitternacht gehe ich ins Bett. Aber ich schlafe nicht gut. Ich denke an Samuel. Er hat Fieber. Er liegt in seinem Bett in Nairobi. Es ist dort schon früh morgens. Ist er wach? Geht es ihm besser? Ich weiß es nicht. Ich drehe mich um. Ich schaue an die Decke. Das Zimmer ist dunkel. Es ist still. Ich denke an meinen Vater. Er ist vor 3 Jahren gestorben. Plötzlich. Wir hatten keine Zeit, uns zu verabschieden. Das war das Schwierigste in meinem Leben. Nicht das Studium, nicht das Geld. Das war das Schwierigste. Mein Vater hatte immer gesagt, wenn ein Problem kommt, schau es an. Nicht weglaufen, hinschauen. Dann überlegen, dann handeln. Ich schaue das Problem an. Es heißt 70 Euro und eine Prüfung und ein kranker Bruder und eine Mutter, die allein ist. Ich schließe die Augen. Irgendwann schlafe ich ein. All right, you just listened to the whole story. Well done. Now let's go through a few key words together, the ones worth remembering. Die Prüfung. A feminine noun that means exam or test. Example. In 3 Tagen habe ich eine Prüfung. In 3 days I have an exam. Prüfung comes from the verb prüfen, to test or to check. You will hear this word constantly as a student in Germany. Other examples. Die Prüfung ist sehr schwierig. The exam is very difficult. Hast du für die Prüfung gelernt? Did you study for the exam? Er hat die Prüfung bestanden. He passed the exam. Die Prüfung beginnt um 9 Uhr. The exam starts at 9 o'clock.
Seltsam. An adjective that means strange, odd or unusual. Example. Das war am Anfang sehr seltsam für mich. That was very strange for me at the beginning. Seltsam describes something that feels unusual or out of place. Not necessarily scary, just surprising or different. Learners often mix it up with komisch, which is a close synonym, though komisch can also mean funny, depending on context. Other examples. Das Essen schmeckt seltsam. The food tastes strange. Er verhält sich heute sehr seltsam. He is behaving very strangely today. Das ist eine seltsame Frage. That is a strange question. Ich habe einen seltsamen Traum gehabt. I had a strange dream. Schlucken. A verb that means to swallow. Example. Ich schlucke, Malaria, das ist nicht gut. I swallow, malaria, that is not good. Schlucken literally means to swallow food or drink, but Germans also use it the same way English speakers say he swallowed hard, to show nervousness, shock, or difficult news being processed emotionally. In the story, David swallows because he is worried about his brother. Other examples. Das Kind schluckt die Tablette. The child swallows the tablet. Er schluckt nervös. He swallows nervously. Sie schluckt, bevor sie antwortet. She swallows before she answers. Ich muss viel Wasser trinken, weil das Schlucken weh tut. I need to drink a lot of water because swallowing hurts. Die Stille. A feminine noun that means silence, stillness. Example. Es ist still, eine lange Stille. It is quiet, a long silence. Still is the adjective and die Stille is the noun, the silence or the stillness. In German, moments of silence in conversation carry great emotional weight, and in this story, the silence between David and his mother says more than words. Notice how the author uses short sentences to create that feeling. Other examples. In der Bibliothek herrscht totale Stille. There is complete silence in the library. Die Stille nach dem Gespräch war schwer. The silence after the conversation was heavy. Er liebt die Stille am Morgen. He loves the stillness in the morning. Es war so still, dass ich meinen Herzschlag hören konnte. It was so quiet that I could hear my heartbeat. Aufgeben. A verb that means to give up. Example. Denken, planen, nicht aufgeben. Thinking, planning, not giving up. Aufgeben is a separable verb. Geben, to give, plus auf. In conversation, the prefix splits off. Ich gebe nicht auf. I don't give up. It can also mean to mail a package or to order food in a restaurant, but in emotional or motivational contexts, it always means to give up. David's father's three-word lesson, nicht aufgeben. Other examples. Gib nicht auf, du schaffst das. Don't give up, you can do it. Er wollte aufgeben, aber dann hat er weitergemacht. He wanted to give up, but then he kept going. Sie gibt niemals auf. She never gives up. Es ist schwer, aber ich gebe nicht auf. It is hard, but I am not giving up.